diesen ersten Eindrücken heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter Video. Wir befinden uns hier heute in Dünsen und zwar auf einem Militärfahrzeugtreffen, und im Zuge dieses Militärfahrzeugtreffens haben wir hier eine Struktur eröffnet, die wir normalerweise nicht sehen können. Das ist hier ein Munitionsdepot der Niederländer. Die Niederländer hatten hier aber auch ein Pollager, und das ist allerdings nicht begehbar, das ist nicht öffentlich, deswegen werde ich das hier in diesem Video nicht zeigen. So, wir müssen jetzt mal eben kurz warten, bis die beiden Mofa Racer hier vorbeigefahren sind, und dann nehme ich euch wieder dazu. Ja, so, da bin ich wieder. Ja, ein bisschen holpriger Start, denn da kam gerade noch jemand von der Orga auf mich zu und hat auch gefragt, was ich da filme und so. Da haben wir uns da kurz vorgestellt und der hat gesagt, alles super, alles prima, hat ein nettes Gespräch noch mitgeführt. Und ich habe mir hier auch heute zur Verstärkung habe ich den Manfred wieder dabei von relikte.com, und ja, der weiß eben einfach mehr über diese Sache, als ich sie jetzt weiß. Und deshalb nur noch mal eben eine kleine Zusammenfassung vielleicht von dir, Manfred. Dieses Gelände hier haben die Niederländer betrieben und auch erst recht spät. Ja, das heißt, ja. Es gab hier sowieso schon das niederländische Pool-Depot, also Petrol Oil Lubricants, das Betriebsstoffdepot im Süden. Und hier im Norden, am Nordrand der ehemaligen Muna Dünsen, haben wir dieses Munitionsdepot. Das ist anscheinend, so wie die Datenlage ist, erst später dazugefügt worden, aber eben auch Nutzung durch die Niederländer, weil wir uns hier im rückwärtigen Verteidigungsabschnitt des ersten niederländischen Korps hier befinden. Und dementsprechend haben die hier Munition eingelagert auf, ich glaube, 21 meistens ziemlich großen Munitionsbunkern. Okay, prima. Und dann hattest du noch gesagt, dass erst auch die Bundeswehr, glaube ich, hier was machen wollte, und dann haben aber die Niederländer interveniert, dass sie das benötigen. Ja, richtig. Eigentlich sollte diese Liegenschaft hier eine Ergänzung, eine Erweiterung der bestehenden Standort-Munitionsniederlage der Bundeswehr werden. Die wollten sich vergrößern, weil die Bedarf hatten. Es sollte in Delmenhorst das Raketensystem MLRS, also Mars, eingeführt werden. Und dafür hatten sie mehr Munitionslagerfläche benötigt. War aber bei den Niederländern auch ein großer Bedarf da, und die haben interveniert, und die NATO hat entschieden, dass diese Fläche den Niederländern zur Verfügung gestellt wird. Und dementsprechend ist nach deren Bedürfnissen hier das Depot gebaut worden. Super. Vielen Dank. Damit schalte ich wieder zurück ins Studio. Genau, damit übernehme ich das jetzt hier wieder. Das Depot ist ja, relativ übersichtlich. Wir haben hier 2 Schleifen, und diese beiden Schleifen laufen wir jetzt mal ab, und dann schauen wir mal, was wir da so an Struktur zu Gesicht bekommen. Und natürlich sind wir auch gespannt, was wir hier für Kfz zutage befördern werden. Ja, ihr habt gerade wahrscheinlich auch schon gesehen im Bildausschnitt, einmal zur linken Bildtafellegende Dennis ist natürlich auch wieder dabei. Und zur rechten ist der Loik. Ja, der hat gerade den Dexter an der Leine. Und ja, wie gesagt, wir schauen uns jetzt hier mal um, und sobald ich hier interessante Struktur habe, schalte ich euch wieder dazu. Ja, man hat sich hier auf jeden Fall wohnlich eingerichtet für dieses Kfz-Treffen. Hier ist auch wieder das Prinzip, dass man die Autos letzten Endes ja halt vor die Munitionslagerhäuser gestellt hat. Wir haben hier verschiedene Größen. Wir haben hier 180, 60 und auch, glaube ich, sogar 30. Da werden wir gleich nochmal darauf eingehen. Die sind aber wohl von außen nicht unterscheidbar. Das ist alles hier diese sogenannte Stradley-Bauweise, auch mit Schiebetoren. Und ja, die sind halt nach hinten dann entsprechend länger oder kürzer. Ja, hier haben wir wieder Brandbekämpfungssatz oder Feuerlöschgerät. Ja, oh, guck mal hier, wir haben sogar noch eine Feuerpatsche da drin liegen. Das ist das erste Mal, dass wir hier eine filmen können. Großartig.
Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Spaten. Und das scheint mir auch alles sogar noch original verpackt zu sein. Das ist natürlich richtig klasse, dass wir solche Eindrücke hier gewinnen können. Ja. Halt mal fest. Und wenn mal einer frech ist, dann kriegt er mit der Feuerpatsche richtig einen auf den Arsch. So. War jetzt unseriös, ich weiß. Ja, da vorne haben wir auch noch so ein Duschzelt. Ist auch eine schöne Sache, wenn man da ein bisschen Intimsphäre haben möchte. Ja, ich muss das hier festhalten, es werden noch Fotos gemacht. Kann ich schließen, gut. Ja. So, was? Das ist meine Kamera. Ja, ich kann den nicht. Der Lottogewinn. Ja, da komme ich nicht. Ah, okay. Gut. So, dann machen wir es wieder zu. Ja. Gut, bis gleich. Jetzt der 17 hat er schon das praktische Zeichen von Josche. Das ist ja unfassbar. Das ist ja wohl unglaublich jetzt hier. Can it be possible? Ja. Cool. 3 steht für 3 Bier, ne? Ein bisschen wenig. Muss ein bisschen mehr kommen. Aber cool. Sehr schön. Ja, ich filme euch hier mal so ein bisschen auch diese Technik ab, wobei ich da jetzt nicht viel zu sagen kann. Aber wenn wir was ganz Spezielles, Tolles finden, dann habe ich hier bestimmt auch noch Expertise. Da kann mir auch noch was zu sagen. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, hier am 4. Moonlagerhaus schon auf dieser Straße. Oh, da vorne ist noch wieder Brandbekämpfungssatzhäuschen. Da gucken wir gleich noch mal eben nach. So, jetzt gucken wir uns doch mal eben hier den Feuerlöschgerätekasten an. Also hier ist natürlich auch nochmal ein schöner Eindruck. Hier steht jetzt kein Kfz, das ist, oder augenscheinlich erstmal nicht. Das ist recht zugewachsen, das Ganze. Toll ist hier auch dieser Betonsturz, der da oben drüber her ist. Finde ich auch einen schönen Eindruck. Ja, jetzt da hinten mit geklatscht. Jetzt mache ich das Timer auf hier, oder ich versuche es zu öffnen. Wollen wir noch mal schauen, ob sich da noch was ergibt. Ja, eine Feuerpatsche ist immer noch drin. Cool. Vielleicht haben die auch diese Feuerpatschen hier allgemein drin gelassen. Ja, können wir wieder schließen. So sieht das aus dann. Ja, gut. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Bunker. So, da vorne links, da ist so ein bisschen Catering. Da ist eine Bar, das ist die sogenannte Molly Bar. Die ist ja in so einem Bunker eingerichtet. Der ist ein 60 Quadratmeter Bunker, sagte der Manfred gerade. Und hier vorne sind auch sogar noch 30er. Das könnte das hier sogar schon sein. Das ist ein sehr kurzes Objekt, genauso wie dieses hier auch. Zu der Molly Bar gibt es dann wohl eine Geschichte, dass es die nach dem Krieg auch bereits gab, diese Bar. Also natürlich nicht da in dem Bunker, sondern am anderen Ende vom Lager. Da haben die dann wohl sowas eingerichtet, beziehungsweise da war auch so ein kleiner Lebensmittelmarkt irgendwie und daraus ist das wohl entstanden. Ja, und in Anlehnung daran haben die dann das hier auch so genannt. Finde ich sympathisch, finde ich gut. Ja. So sieht das hier aus und jetzt sind wir auch schon am Ende dieses ersten Weges und die Schleife geht nach rechts jetzt, da folgen wir, ja. Ich werde gerade darauf hingewiesen, dass wir hier vorne noch Struktur haben. Das schauen wir uns mal eben kurz von der Nähe an, was das hier ist. Wollen wir mal gucken. Sehr schön. Haben wir irgendwie so ein Postenhäuschen oder sowas. Also sehr rostig schon. Hier ist so ein Wellblech an der Seite. Drunter ist es gelb. Hier war mal irgendein... Ah, ja, jetzt erklärt sich das. Das war hier auf jeden Fall mal eine Telefonzelle. Und zwar eine richtig schöne alte, hier mit Glasscheiben drin. Und hier dieser alte Griff noch. Ja, die hat man dann einfach mal umlackiert. Und hier vermutlich als Postenhäuschen hingestellt. So dass man hier entsprechend einfach die Umgebung beobachten konnte, weil wir auch direkt hier vorne den Zaun haben, als auch da vorne. Dann konnte man entsprechend hier raus das Ganze beobachten. Schönes Ding. So, wir sind noch ein Stückchen weiter. Hinter der Telefonzelle hier haben wir auf jeden Fall noch so ein Ausfalltor. Dahinter ist, und ihr seht das auch, die Naturvegetation hat hier natürlich komplett sich alles zurückgeholt. Es ist eigentlich schon keine Struktur mehr erkennbar, wo man da überhaupt hätte langfahren können. Vermutlich irgendwie nach links oder nach rechts. Hier in dem Bereich sind auch noch Moonbunker, beziehungsweise von der alten Moon-Niederlage der Wehrmacht. Das ist aber ein komplett anderes Thema. Das machen wir mal außerhalb dieser Geschichte hier. Denn
Heute soll uns nur dieses Gelände hier interessieren. Und hier gibt es halt so viel zu sehen. Wenn man das alles in einem Video machen würde, dann, ja, weiß ich auch nicht, ne? Das wird dann wahrscheinlich 2,5 Stunden oder so dauern. Von daher machen wir das schön häppchenweise und dann passt das auch. Ja, guckt hier. Und das ist jetzt hier der Beginn der zweiten Schleife schon. Ah, da hinten ist schon so ein Pfiffi. Wer will was zu essen? Ja, hier ist was los. Da wird auf jeden Fall ordentlich geräuchert, ordentlich gegrillt wird hier. Sehr schön. Und hier haben wir dann auch direkt die abgetarnte Kfz mit einem schönen T3. Ja, so ein Funkbully wird das sein. Da ist da oben so ein Funkaufsatz drauf. Und ja, haben wir alles abgetarnt. Hier auch noch mit Grünzeug sogar die taktischen Zeichen. Ja, sieht klasse aus. Schöner Zustand hier. Ja, der Rauch sorgt hier auch für eine romantische Lichtstimmung. Das kann man nicht anders sagen. Sehr schön. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Das ist ein Wahnsinn, was da von Wald auf den Buchern wächst. Ne? Ja, das ist schön. Von der Atmosphäre hier gefällt mir das sehr gut. Das ist einfach auch recht ruhig. Ne? Das ist ein kleines, beschauliches Treffen hier. Ja, ich zeige euch halt hier nochmal so ein bisschen einfach die Kfz jetzt unkommentiert. Ne? Also wer sich damit auskennt, wird auch wissen, was er da vor sich hat. Oh, hier vorne haben wir auch noch was. Hier ist ein Aufkleber drauf. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der zeitgenössisch ist. Der ist auf jeden Fall zeitgenössisch und es sieht so aus, als wenn wir hier den Hersteller gefunden hätten dieser Anlagen, beziehungsweise dieser Brandbekämpfungssatz Lagerhäuschen. Ihr könnt das lesen, was da steht. Paul Wolf GmbH auf jeden Fall. Ja, wir gucken wir natürlich auch noch mal einmal kurz rein. Ich muss das mal googeln, ob es die Firma noch gibt. Ja, der ist leider komplett leer. Könnte ich mir eigentlich mal bestellen für zu Hause. Kann man sicher auch ins Wohnzimmer stellen und da so ein bisschen als Sideboard benutzen. Coole Sache auf jeden Fall. Ja, so aus der Richtung kommen wir und das war jetzt eigentlich auch der Rest vom Schützenfest, sag ich mal. Ihr habt ja den Zusammenschnitt gerade gesehen, was man hier noch so für Eindrücke hatte. Das hier ist jetzt das letzte Moonlagerhaus hier in dieser Reihe. Ja, diese Aufbringungen hier, die sind durch den Veranstalter bzw. die das hier ja, gepachtet oder gemietet haben. Hier finden halt auch so
wie ihr sehen könnt, so Airsoft-Events statt. Ja, und hinsichtlich dessen ist das wahrscheinlich einfach eine Markierung dafür. Ich kenne mich mit Airsoft und so nicht aus, habe ich nie gemacht. Ja, wird halt das Gelände auf jeden Fall auch für genutzt. Damit sind wir hier auch mit diesem Gelände schon durch. Wenn es noch irgendwas total Interessantes gibt oder ich noch irgendwelche anderen Informationen für euch habe, dann schreibe ich Hauptverbandsplatz. Dann schreibe ich die euch natürlich noch in die gelben Untertitel mit rein. Wir können hier nochmal so eine kleine Bundeswehr-Mofa filmen. Und ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich fand die Anlage hier schon interessant, auch interessant natürlich wegen der Fahrzeuge. Das ist nichts Großes hier, aber naja, alles in allem haben wir, denke ich, schöne Eindrücke sammeln können. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Abo da, schreibt was Zielführendes in die Kommentare und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Joscha und Dexter auf Tour. Bis dann, macht's gut, ciao.